Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, da war ich erstmal beeindruckt, allein weil es groß ist und mächtig und einen fast erschlägt, diesem Katastrophenszenario, was man ja auf den ersten Blick versteht. Bilder, Bilder, Bilder. Unser digitaler Newsfeed läuft über. Das, was wir da sehen, ist meistens viel komplexer. Als es auf den ersten Blick erscheint. Ein Kunstwerk kann einem die Augen öffnen. Wie hängen die Dinge zusammen? Und wie erkenne ich den Zusammenhang der Dinge? Augen auf. Kopf an. Kunst bedeutet, das Schöne zu sehen, aber auch das Schreckliche zu erkennen. Was erzählt uns die Kunst von gestern über das Heute? und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Ich persönlich finde, als Schriftsteller oder als Künstler heutzutage kann man sich gar nicht aus den großen gesellschaftlichen Debatten raushalten. Deswegen ist es mir auch immer ein Anliegen, ja, das, was gerade in der Politik passiert, sowohl auf großer Bühne als auch so die gesellschaftspolitischen Fragen, die heiß diskutiert werden, irgendwie zu begleiten, nicht außen vor zu stehen. Ganz am Anfang, wenn man vor dem Bild steht, fällt einem auf, dass es, ich würde sagen, ein gewissermaßen ungewöhnliches Format ist, weil es eben so hochkant ist. Was interessant ist, weil es ja aus dem Jahr 2000 ist und ich glaube, das Hochkantformat in unserer Mediennutzung kam ein bisschen später mit den sozialen Medien, vor allem mit Instagram. Je weiter weg man sich vom Bild entfernt, desto realistischer erscheint es eigentlich. Von ein paar Meter Abstand sieht es einfach aus wie, ja, fast schon fotorealistisch. Als hätte der Künstler eben so ein Nachrichtenbild aus einer Tageszeitung replizieren wollen. Und erst wenn man näher hingeht, merkt man, dass es gemalt ist, erstens. Und zweitens, wenn man sich dann noch einen Schritt näher rantraut, sieht man auch, dass durchaus, man könnte sagen, Fehler oder Farbspritzer noch drauf sind. Dass es eben nicht perfekt ist. Es ist keine perfekte Abbildung der Realität. Was man sofort erkennt, ist ein Gebäude. Ich könnte mir vorstellen, dass der Künstler vorhatte, dass man das Gefühl hat, das ist ein Bild von einem Nachrichtenhelikopter, der da drauf geht. Ja, und der Rest ist tatsächlich Überschwemmung. Also ist die graue Sintflut wirklich biblischen Ausmaßes und dann dieses eine rote Rettungsboot, was aber eigentlich das nur noch mehr verdeutlicht, dass da wirklich eine Katastrophe passiert ist. Und dann muss man natürlich den einen Schritt drauf zumachen, um zu sehen, er hat da dieses Tape geklebt, dieses Gaffer-Tape. Und dann geht natürlich nochmal ein ganz anderer Assoziationsraum auf. Gaffer-Tape ist ein Material des Notfalls und der menschlichen Improvisation, wobei ich sagen würde, in diesem Szenario, bei der Überflutung, da hilft nichts mehr und schon gar kein Gaffer-Tape. Mich hat natürlich von Anfang an interessiert, was Dirk Skreber damit wollte. Ich nehme an, man malt dieses Szenario, dieses Motiv, was vordergründig keine Schönheit hat, was, finde ich, ästhetisch auch wirklich erstmal irritierend ist auf eine Art. Das malt man nicht ohne Grund. Und ich fand es sehr, sehr interessant, dass er weniger von der Katastrophe und ihrem Leid gesprochen hat, wenn man ihn zu diesen Bildern befragt hat, sondern gesagt hat, die Katastrophe hat eine gewisse Energie für ihn. Mich hat das Bild auch erinnert an diese etwas unselige Floskel vom Autounfall, wo man nicht mehr wegschauen kann. Also wenn man was Peinliches oder Schlimmes sieht, dass man sagt, das ist wie ein Unfall. Ich will eigentlich nicht hinschauen, aber ich muss. Dieser Voyeurismus ist ja in allen von uns drin. Und auch hier bei Dirk Skreber würde ich sagen, man kann schwer wieder weggucken. Das Wichtigste an diesem Bild, was nicht auf dem Bild ist, ist der Mensch. Man sieht hier keinen einzigen Menschen. Man sieht weder tote noch lebendige Menschen. Man sieht keine Menschen, die sich retten konnten, die sich retten wollen. Das heißt, das ist eigentlich schon nah an der Postapokalypse. Wenn man jetzt über die Klimakatastrophe spricht und sie mit diesem Bild verbindet, was ich natürlich unbedingt tun möchte, dann kommt man relativ schnell an die Gretchenfrage, nämlich wie über diese denkbar größte Katastrophe der Menschheit berichten, dass Menschen sie auch fühlen.
Wir Menschen sind ja interessante Wesen. Wir denken immer, wir wären so schlau und uns wäre alles bewusst, aber dabei sind wir eigentlich ein Riesenhaufen an Verdrängung. Verdrängung ist erstmal was ganz Natürliches, weil wenn wir uns die ganze Zeit über diese Szenarien Gedanken machen würden, über die Möglichkeit, in einer Flut zu sterben, einen schrecklichen Tod zu finden, zu ertrinken und dass das auch noch häufiger wird, also dass mehr Menschen in Zukunft daran sterben werden, dann wären wir sehr deprimiert und würden vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus gehen. So kann menschliches Leben natürlich auch nicht funktionieren. Und wenn wir diese Bilder sehen, und wir sehen sie natürlich in den Nachrichten, ob wir wollen oder nicht, dann stumpfen wir natürlich ab. Und das ist ja das große Dilemma unserer Zeit, dass wir perfekte Informationen haben, dass wir jederzeit aus unserer Hosentasche ein kleines magisches Gerät holen könnten, was uns genau sagt in Farbe und jeglicher Informationstiefe, was wir falsch machen und was auf dem Spiel steht. Und dass wir bis jetzt zumindest es noch nicht geschafft haben, uns zu ändern, um das zu verhindern. Ich glaube, in ihren besten Momenten schafft Kunst, was kaum sonst eine Abbildung oder eine Kommunikation kann. Sie lässt uns fühlen und sie berührt unsere Seelen. Und ich kann mir vorstellen, dass in manchen Menschen, die sich dieses Bild lange und eingehend anschauen, vielleicht etwas Klick macht, wo kein Nachrichtenbild hinkommt, weil sie eben verstehen, dass da eine Zukunft auf uns wartet, die wir unter allen Umständen verhindern müssen. Dieses Bild von Dirk Skriber hat mich auf jeden Fall darin bestätigt, dass ich nicht bereit bin, diese Katastrophen kampflos hinzunehmen. Jetzt habe ich sehr viel geredet und deshalb würde mich eure Meinung interessieren. Habe ich recht? Habt ihr was Ähnliches in diesem Bild gesehen? Sind euch noch Sachen aufgefallen, die mir nicht aufgefallen sind? Geht es um die Klimakrise? Muss Kunst uns zum Handeln bringen oder ist es ein völlig überschätzter Anspruch?